Hi Leute, heute mache ich mal was ganz Neues mit euch und zwar mache ich eine Schuh-Review, eine Sneaker-Review, die aber doch auch irgendwie was mit Autos zu tun hat. Warum erkläre ich euch jetzt? Hierbei handelt es sich nämlich um ein Paar Schuhe oder um mehrere Paar Schuhe, die ich euch jetzt zeigen werde, von Puma Motorsport. Was viele oder einige von euch wahrscheinlich gar nicht wissen ist, dass Puma auch in Kooperation mit diversen Fahrzeugherstellern oder Motorsportmarken Schuhe zusammen entwickelt. Das heißt, auf Basis von Puma-Schuhen mit der Farbe oder mit dem Design des jeweiligen Herstellers, wie zum Beispiel BMW, M oder AMG Petronas. Und genau von diesen beiden Marken werde ich euch jetzt jeweils 2 Paar Schuhe zeigen. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Einige Schuhe davon habe ich schon länger. Ich finde die alle super schick, super bequem und gerade als Auto-Enthusiast, als Motorsport-Fan, gerade als BMW M-Fan oder AMG Petronas-Fan, also AMG-Fan, sind die meiner Meinung nach ein Muss. Ja, ich fange an einmal mit diesen Schätzchen hier. So sehen die aus. Das Modell von Puma nennt sich Replicat X. Also die Modellbezeichnung bezeichnet eigentlich nur diese Form des Schuhs. Es gibt auch andere Replicat X Schuhe, die ein anderes Design haben. Replicat X im BMW M Motorsport Design, die ich schon mal richtig cool finde. Gerade in weiß, die gibt es auch nochmal in schwarz. Ja, wie man unschwer erkennen kann, hier im BMW M Design. Und hinten hier ein BMW-Logo. Das haben die, finde ich, sehr edel gemacht. Und bei den Replicat X Schuhen finde ich sehr schön, dass die, wenn man mal hier guckt, die Wand dieser Schuhe, ja, ich zeige euch mal im Vergleich gleich die anderen Paar Schuhe, die ist sehr dünn. Gerade auch hier hinten, wo man zum Beispiel sehr schnell auch irgendwie gerade in neuen Schuhen mal Blasen bekommt oder so. Hier super dünn und auch hier innen ist noch so eine Polsterung. Das heißt, ja, da kriegt man wahrscheinlich nicht so schnell Blasen drin. Also ich habe schon Replicat X Schuhe schon lange, die ich schon auch länger trage und ich muss sagen, ich habe noch nie in diesen Schuhen Blasen bekommen, weil die einfach verdammt bequem sind. Die sind auch schön angenehm leicht und einfach verdammt schick. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich zeige nochmal beide hier. So. Achso, ich muss noch dazu sagen, das sind Unisex-Schuhe. Also sowohl für Männer als auch für Frauen. Alle Schuhe, die ich euch jetzt zeige, sind eigentlich Unisex-Schuhe. Bei dem Replicat X ist einfach das Schöne, der ist so verdammt schmal und elegant geschnitten. Ist also meiner Meinung nach eher der elegantere Schuh. Ja, wer jetzt nicht so der BMW-Fan ist oder BMW-Fahrer ist, dieses Paar Schuhe gibt es auch nochmal im AMG Petronas Design. Und da kommen wir auch schon zu den nächsten. Da sind sie, AMG Petronas Schuhe, die mir persönlich natürlich gerade als AMG-Fahrerin noch besser gefallen. Ich mag einfach die Farbe, ich mag dieses Türkis hier, diese typische Petronas-Farbe. Ich mag diese gelblichen Akzente auch hier, auch gerade bei dem Puma-Logo. Und bei BMW gerade war natürlich das BMW-Zeichen hinten und hier hat man natürlich das Mercedes-Zeichen. Ja, die finde ich auch nochmal verdammt toll. So sehen die aus. Ich zeige auch nochmal beide. Jo, sehr schick. Nochmal so beide im Vergleich. Einmal BMW und einmal AMG. Zu allen Schuhen, die ich euch jetzt zeige, findet ihr auch einen Link unten in der Beschreibung. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Paar. Das ist jetzt ein anderes Modell. Die nennen sich RSX. Ich zeige euch mal ein paar, die habe ich allerdings schon getragen. Die trage ich auch verdammt häufig und das sind diese hier. Genau, das Modell nennt sich RSX. Das ist gerade dafür bekannt, dass es halt so eine verdammt dicke Sohle hat, was ich super bequem finde. Also ich kann die wirklich tagelang tragen, ohne dass die unbequem werden. Die sind natürlich hier, haben eine dickere Wand, ne? Also nur noch mal zum Vergleich die Petronas-Schuhe. Ne? Die sind hier sehr dünn, die hier sehr dick. Was aber nicht bedeutet, dass die unbequem sind. Also ich finde, die kann man verdammt gut tragen. Auch die Sohle, die da drin ist, muss ich noch mal ganz kurz zeigen. Auch die ist noch mal richtig schön dick und gepolstert. Und das Schöne an denen ist, die reflektieren sogar, wenn du die anstrahlst. Hier. Und auch die haben wieder ein BMW-Logo hinten und sind in den BMW M-Farben. Und das Beste zeige ich euch noch an den Schuhen. Das sieht man nämlich nur von unten. Die Sohle, die ist doch mal verdammt geil. Ja, das ist für mich so der RSX absolut mein Lieblingsschuh zurzeit,
weil der einfach verdammt bequem ist. Den trage ich sogar im Winter, weil im Winter auf Schnee, gerade auf Schnee hatte ich den letztens an. Es ist wie, als hättest du so eine dicke Styroporplatte unter den Schuhen. Das macht man ja auch, wenn irgendwie Leute mal zum Skispringen gucken fahren. Die nehmen sich manchmal so Styroporplatten mit, wo sie sich draufstellen, damit es von unten nicht so schnell kalt wird. In diesen Schuhen habe ich hier auf Schnee nicht einmal gefroren, weil von unten gar keine Kälte durchkam, weil die einfach diese schöne, dicke Sohle haben. Ja, und auch hier wieder das Gegenstück zu diesem Schuh von AMG. Moment, wo ist der? So, die habe ich extra für euch jetzt schon seit ein paar Tagen noch nicht getragen, obwohl ich sie gerne getragen hätte, aber ich wollte sie euch auch ungetragen präsentieren. So, tada! Auch nochmal der RSX in AMG Petronas Farben. Das sieht man wieder ganz schön hier an diesen, ja, an dieser türkisen Farbe. Auch von der Sohle hier nochmal so grau, türkis. Auch der reflektiert an einigen Stellen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo. Hier hinten hat man wieder dieses reflektierende, ja genau, hinten wieder das Mercedes-Zeichen. Und auch hier wieder mit so einem gelben Akzent. Und hier steht es auch nochmal AMG Petronas. Alle verdammt bequem. Auch das sind wieder Unisex-Schuhe. Noch einmal zum Vergleich AMG Petronas und BMW M, der RSX. Ihr könnt ja selber entscheiden. Also ich finde, da muss man jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt BMW-Fan oder AMG-Fan. Ich finde auch die Farben an sich einfach verdammt cool. Ich habe zum Beispiel einen Pulli, der genau diese Farben hat. Das hat einfach verdammt gut dazu gepasst. Ich finde die beide schön. Beide bunte Sohlen. Ja, und als Goodie gibt es noch ein weiteres Paar, welches allerdings nichts mit AMG oder BMW M zu tun hat. Das zeige ich euch nämlich in der Verpackung, weil ich finde nämlich schon den Schuhkarton ganz cool. Und zwar ist das eine Need for Speed Heat Edition. So, und die nennen sich High Octane NFX. Also wie gesagt, den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. So, und wer mich schon länger kennt, weiß, was meine Lieblingsfarbe ist. Und zwar Mint. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ja, den gibt es natürlich auch noch in anderen Farben, aber diese Farbe ist einfach verdammt geil an diesem Schuh. Auch das wieder ein Unisex-Schuh. Also alles, was ich hier euch zeige. Und ja, das Besondere an dem Schuh, finde ich, ist, dass der hier noch so eine Schnalle hat. Kann man sogar aufmachen. Zack. So. Ja, die Schnürsenkel an dem Schuh hier, die braucht man eigentlich nicht, weil der hat gar keine, also der hat, man kann da so reinschlüpfen. Moment. Ja, so sieht der angezogen aus. Was ich auch sehr schön an dem finde, ist die Sohle. Die sieht aus wie so ein Reifenprofil. Auch nochmal hier von der Seite. Ja, Leute, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Möchtet ihr öfter so Sneaker-Reviews sehen oder auch Klamotten? Ich habe auch einige Sachen von Puma Motorsport, auch zum Beispiel im BMW M-Design oder Scuderia Ferrari. Da gibt es noch so einiges. Den Link zu allen Schuhen, den findet ihr unten in der Beschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!